Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Wir schauen für das Kollektiv, was sich hier anzeigt. Ausruhen ist angezeigt, Kraft sammeln, zu sich kommen. Wow, guckt euch das mal an. Ich könnte im Prinzip schon aufhören. Es heißt hier einfach, mach mal langsam. Ja, hier entspannt sich die Energie. Du brauchst dir nicht so viele Gedanken machen, denn auf dich wartet ein Glücksfall. Etwas wird sich so ereignen, dass es uns zugute kommt. Hier unten haben wir noch das Ende einer Ära. Hier kann natürlich sein, dass die Energie so ist, dass ein sehr schwieriger Lauf des Lebens zu Ende geht. Es kann hier aber auch sein, dass etwas, was lange schwierig war oder viel Platz eingenommen hat, einfach begünstigt wird und die Energie geht raus, dass es anstrengend ist. Und man kommt hier mehr zur Ruhe. Schon mal super, ne? Das Ende einer Ära ist natürlich so eine Sache. Da kann es schon um was gehen, was lange gewirkt hat, was lange so war und was dann plötzlich nicht mehr so ist. Und am Ende ist die Energie einfach so, dass sie beruhigender ist. Ich muss euch was erzählen. Ich hatte mal, ich nenne es mal einen Glücksfall, obwohl man das nicht so nennen kann. Das ist schon ein paar Jahre her und irgendwie hatte ich gerade kein Geld. Und ich hatte Bernd mein Auto geliehen und ihm ist ein Mähdrescher hinten drauf gefahren und hat so praktisch diese Gabeln da hinten reingedellt in mein Auto. Und zunächst ist es ja nicht ein Glücksfall, sondern ein Schadensfall. Aber aus diesem Schaden wurde dann ein Glücksfall, weil die Reparatur oder der Kostenvoranschlag war sehr teuer. Und ne, das Glück kommt manchmal auf komischen Wegen. So, ja genau, es ist etwas kurios. Etwas möchte erobert werden oder angeguckt werden oder genau unter die Lupe genommen werden. Und wir haben, etwas braucht eine neue Inspiration. Ein bisschen Kreativität soll fließen, Vorstellungskraft und ja, hier entsteht irgendwie aus einer kuriosen Situation etwas, was sehr inspirierend sein kann. Möglicherweise, weil wir die kreative Kraft und die Imagination haben, gibt es hier auch Dinge auf der Erde, die wir uns nicht so vorstellen können oder die Lösungen auch nicht. Und hier kommt wahrscheinlich etwas, das so gar nicht angedacht werden kann oder das so nicht erwartet ist. Okay, gucken wir ein bisschen weiter. Die Tatkraft, die heraufziehenden Sturmwolken. Also, das ist im Prinzip schon das Pendant an sich, ne? Da, wo viel reingesteckt wird oder wo man viel Durchbruch gebraucht hat oder viel Kraft auch investiert hat, wird jedenfalls die Energie flüssiger und so, dass sie uns erleichtert. Im Prinzip ist es auch so, dass wir trotzdem, dass wir runterfahren können, immer noch die Möglichkeit haben, in die Aktion zu kommen, wenn es nötig ist. Und hier geht es tatsächlich darum, dass sich Veränderungen aufzeigen, wo man auch sich stellen darf, ne? Gerade wenn Dinge zu Ende gehen, bedeutet es, dass man auch Mut haben muss, den Sachen ins Auge zu gucken, zur Tat zu schreiten, sorgfältig zu sein trotz allem. Aber es kann auch sein, dass man halt recht schnell konfrontiert wird und dass man da einfach mit klarem und festem Blick nach vorne geht.
den Geist belebt. Man muss sich auch nicht immer gleich komplett sicher sein, weil wenn man sehr, sehr viel überlegt, soll ich nicht, dann kommt es irgendwie zu Gedankenkino und es gibt ja auch immer die Situationen, die kann man nicht bis zum Schluss beleuchten, um da eine gute Entscheidung zu treffen. Also hier kündigt sich etwas an, das auch erfordert, dass man dann, wenn es kommt, den nächsten Schritt zügig angeht. Gucken wir, was das Krafttier uns noch mitbringt. Die Achtsamkeit, also trotz aller Schnelle oder trotz allem Durchbruch, der hier kommt, dürfen wir hier bemerken, dass etwas ins Gleichgewicht muss, wo so ein Machtgefüge auch entstanden ist. Trotz allem hier zur Tat schreiten, einfach die Achtsamkeit nicht vergessen, die Selbstfürsorge auch, dass man nicht blindlings in irgendetwas reintappt und trotzdem zur Tat schreitet. So, was sagen die Blümchen? Guckt mal, der Apfelbaum kommt hier noch mit. Du wirst versorgt mit allem, was du brauchst. Empfange in Dankbarkeit und mache es wie der Apfelbaum. Er liebt das Leben und die Liebe und bringt immer wieder frische Früchte hervor. Also selbst da, wenn jetzt etwas geht oder sich ja nicht mehr so zeigt, ne, das Ende einer Ära kann zum Beispiel auch ein Zustand sein, wo du jetzt in die Rente gehst und wo dir etwas sehr entgegenspielt und du vielleicht Gedanken hast, wird mir dann langweilig, werde ich noch gebraucht, was mache ich denn dann mit mir und meiner Zeit? Da kommt hier eben die Kreativität und die Vorstellungskraft und auch, dass man da nur dann zur Tat schreitet, wenn man es auch wirklich braucht und dass man trotzdem nicht alles aus den Händen gibt, denn es erneuert sich irgendwie auf gewisse Art und Weise. Wir nehmen mal noch einen Engel dazu. Die Kreativität doppelt sich hier, ne? Ich glaube, dass es auch darum geht, dass man hier ziemlich hart mit sich umgeht oder viel von sich selbst abverlangt und diesen Bereich der leichten spielerischen Energie eben so ein bisschen nicht zur Verfügung hat und dass sich das hier ran transformiert. Es geht eben auch darum, mal aus dem Kopf zu kommen, nicht so gedankenlastig zu sein, dem inneren Ausdruck zu verleihen. Es spielt auch keine Rolle, wie gut man etwas macht. Ich zum Beispiel stricke Socken. Ich glaube, die strickt so kein Mensch, aber es ist eben kreativ und es ist besonders und mir ist es egal, wie das jemand bewertet. Aber es ist auf jeden Fall weit weg von perfekt. Und es geht auch um das spielerische Rangehen an die Dinge, denn so erhält man irgendwie auch die Kraftreserven. Das Ausleben von Kreativität und auch das, was auf dem Herzen liegt, möchte hier mitkommen. Wir schauen mal, was der kleine Engel noch sagt. Hier kriegen wir noch Zeichen vom Himmel. Hier ist es eine Feder. Und alles ist relativ. Man kann es so oder so sehen. Ne? Hier guckt die Giraffe hoch zum kleinen Engel und hier guckt die Giraffe runter zum kleinen Engel. Der Blickwinkel macht es am Ende. Ne? Vielleicht auch hier tatsächlich achtet auf Zeichen. Wir haben ja die Achtsamkeit dabei, wo ihr vielleicht schon ein bisschen was rausnehmen könnt, was so sich anzeigt oder ankündigt. Ihr Lieben, erwartet einfach das Unerwartete. Und warum darf man nicht auch mal Glück haben, ne?
Ich drücke euch. Bis morgen.